Sachstandsmitteilung aus den sogenannten Koalitionsgesprächen, Verhandlungen mit Friedrich Merz, also die Kapitulationsurkunde sozusagen der CDU, CSU vor der SPD und den Grünen. Qualifizierte Einwanderung soll gefördert werden. Das ist immer so ein Lieblingsthema, um die Grenzen noch weiter aufzumachen. Ausländische Fachkräfte für Kindertagesstätten. 6 neue Steuern sollen entweder eingeführt werden oder erhöht werden. Hey Leute, willkommen in der Realität. Merz hat's geschafft. Seine CDU löst sich gerade selbst auf. Ganze Verbände treten teilweise aus, weil die Partei nur noch kapituliert. Aber sind die Schwarzen überhaupt noch am Verhandlungstisch oder winken sie einfach alles durch? Stefan Brandner nimmt sich in diesem Video die Pinocchio-CDU vor und zerlegt, was da schiefläuft. Warum die CDU Deutschland schneller ruiniert als die Ampel, das erfahrt ihr jetzt. Also, liken, abonnieren und vor allem kommentieren. Was sagt ihr zu diesem CDU-Debakel? Auf geht's! So, ein weiterer Tag der politischen Überraschungen geht zu Ende. Die Sonne geht politisch unter, auch für Deutschland. Wir haben ja diese mehr oder weniger geleakten Sachstandsmitteilungen aus den sogenannten Koalitionsgesprächen, Verhandlungen mit Friedrich Merz, also die Kapitulationsurkunde sozusagen der CDU, CSU vor der SPD und den Grünen zur Kenntnis genommen. Und ich bin halt wirklich jetzt eigentlich überrascht. Eigentlich auch nicht, man kennt ja unseren Pinocchio-Fritze, was da alles so zusammengeschrieben wurde. Ob alles hinterher dann so tatsächlich Politik wird, wissen wir nicht, aber ich habe mal so ein paar Punkte hier aufgeschrieben und da denkt man sich, huch, das ist doch nicht die CDU und schon gar nicht die CDU, die vor der Wahl gesagt hat, dass in Deutschland alles anders werden soll. Mehr Investitionen in die Wehrhaftigkeit der Demokratie. Das Programm Demokratie leben gegen Rassismus Aktionsplan soll weiter ausgebaut werden in Bezug auf strukturellen beziehungsweise institutionellen Rassismus. Da wissen wir, was das ist. Das sind wieder Milliarden, die rausgegeben werden für eigentlich nichtsnützige Personen ohne meistens Berufsabschluss, die sich in irgendwelchen linken Vereinen rumtreiben und Demonstrationen gegen rechts organisieren oder mit Proviant, Dosenbier und so Zeugs versorgen. Das steckt dann dahinter. Mehr Vielfalt soll in die öffentliche Verwaltung, also das soll heißen, mehr Quotenminderheiten sollen berücksichtigt werden. Männer, Frauen, da gibt es ja noch mehrere Dutzend andere Geschlechter. Angeblich große, kleine, schwarze, weiße, gelbe, mit langen Nasen, mit kurzen Nasen, mit breiten Augen, mit runden Augen. Also da werden Quoten entworfen. Man wird sich noch wundern um die Eignung und das Können wird es gar nicht mehr gehen. Und was daraus dann wird, sieht man ja in letzter Zeit, wenn völlig unqualifizierte Personen irgendwelche Posten übernehmen, nur aus Quotengründen. Qualifizierte Einwanderung soll gefördert werden. Das ist immer so ein Lieblingsthema, um die Grenzen noch weiter aufzumachen. Ausländische Fachkräfte für Kindertagesstätten soll angeworben werden. Auch da graust es mir, wenn ich daran denke, wie das sein soll. Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs für Flüchtlinge, erleichterte Anerkennung von Berufsausbildung. Wer denkt denn nicht gleich an irgendwelche angeblichen Ärzte, die nicht in der Lage sind, hinterher Deutsch zu sprechen und Terroranschläge begehen, ist ja alles schon vorgekommen. 6 neue Steuern sollen entweder eingeführt werden oder erhöht werden. Abgeltungssteuer, Kapitalerträge, Wiedereinführung der Vermögensteuer für große Vermögen. Man wird sehen, wie groß die dann sein sollen. Erhöhung der Erbschaftssteuer für große Vermögen. Man wird auch da sehen, wie groß das sein soll. Wahrscheinlich lassen sich dann von die CDU runterhandeln von 6 Steuererhöhungen auf 3 und wird das als Erfolg verkaufen. Demokratische Resilienz soll gestärkt werden. Die Gleichstellung der Elternschaft. Wenn ein Kind in die Ehe zweier Frauen geboren wird, hat es 2 Mütter und keinen Vater mehr. Die Tempolimit-Debatte ist wieder aufgeflammt. 130 auf der Autobahn. Möglicherweise, da gibt es dann wahrscheinlich so ein Nachgeben und das wird dann verkauft als Freiheit. Umfassende Unterstützung der Ukraine, werden wieder Milliarden rausgepulvert. Unterstützung Syriens, also dieses islamistischen Terrorsystems
dieser Herrschaft, die da aufgebaut wird, das soll weiterlaufen und schließlich Beteiligung Deutschlands am Wiederaufbau der Ukraine, wobei ich mich frage, haben wir gar nicht kaputt gemacht. Also das sollen doch bitte schön die aufbauen, die es kaputt gemacht haben. Wahrscheinlich kommt auch noch Wiederaufbau des Gazastreifens hinzu. Also das wird wieder Schulden machen ohne Ende und der GAU ist ja dann am Ende, dass gesagt wird, wir machen 1 Billion neue Schulden und wegen der neuen Schulden müssen wir jetzt die Steuern erhöhen, um für die neuen Schulden hinterher Zinsen und Tilgung leisten zu können. Also es ist völlig verrückt, was da los ist. Ich kann sehr viele CDUler verstehen, die wie beispielsweise der Stadtverband Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern komplett aus dieser märzschen CDU ausgetreten sind. Leute, mit der CDU, es wird nichts. Die CDU ruiniert Deutschland noch schneller, als es die Ampel versucht hat hinzubekommen. Und das war ja schon sehr schnell. Also Finger weg von den Schwarzen, Finger weg von dieser Pinocchio-CDU, Finger weg von Pinocchio-Fritze. Seid schlau, wählt blau. Und das ist die einzige Chance für Deutschland, dass es überhaupt der Absturz gebremst wird und irgendwann wieder aufwärts geht. So, schönen Abend aus dem Garten. Brandner bringt es auf den Punkt. Diese CDU ist nicht mehr zu retten. Merz hat seine Partei längst den Grünen und der SPD ausgeliefert. Und jetzt, wo er nicht mal mehr in der Opposition ist, führt er diesen Kurs einfach weiter. Statt eine echte Alternative zu bieten, unterschreibt er eine politische Kapitulationsurkunde. Demokratieprojekte für linke Aktivisten, mehr Quoten statt Qualifikation in Behörden, noch einfacher Zugang zum Arbeitsmarkt für Fachkräfte, die dann oft nicht mal Deutsch sprechen. Und dazu natürlich neue Steuern, mehr Schulden, Tempolimit-Debatten und endlose Zahlungen ins Ausland. Und dann wundert sich Merz, dass selbst CDU-Verbände reihenweise austreten. Der Stadtverband Kühlungsborn ist nur der Anfang. Aber es müssen noch viel mehr folgen, damit dieser CDU-Kurs endgültig gestoppt wird. Man hört es ja auf den Straßen. Die Leute schimpfen über die CDU, sind völlig enttäuscht von diesem politischen Chaos. Doch Merz, den interessiert das nicht. In einem Interview sagte er neulich selbst, dass seine politische Karriere am Ende wäre, wenn die Koalition scheitert. Aber zu einem Zeitpunkt, wo er damit leben kann. Das sagt doch alles. Es geht ihm nicht um Deutschland, nicht um die Bürger, sondern nur um Macht, Einfluss und seinen Narzissmus. Während die Menschen hier im Land immer mehr kämpfen müssen, ist sein einziger Fokus sein eigenes Ego. Also Finger weg von Schwarz, denn Blau ist die einzige Alternative. Lasst eure Meinung in den Kommentaren, drückt auf Like und Abo und bleibt kritisch. Bis zum nächsten Mal.